Wir waren krank und im Jagddorf gestrandet und machten einen Pausentag. Wir wollten uns erholen und uns vorbereiten, bevor wir zur Königsetappe aufbrechen würden. Es sollte über den höchsten Pass der Welt gehen auf 5417 Metern. Allerdings waren wir uns über den Erfolg dieser Etappe gar nicht mehr so sicher. Noch ziemlich im Arsch. Also wirklich gesund ist hier keiner. Wir schleppen uns jetzt trotzdem mal weiter auf Toropedi. Nochmal 500 Höhenmeter weiter und das ist dann der letzte Stopp vor dem großen Pass. Zum Basecamp war es nur eine kurze Etappe. Trotzdem kamen wir nur im Schneckentempo voran. Hier draußen gab es fast nichts mehr, außer ein paar Blue Sheeps und Yaks. Wir redeten kaum mehr, konzentrierten uns einfach auf den Weg und auf unsere Kräfte und grübelten wegen des morgigen Tages. Das Ende des Tals kam schließlich näher. Toropedi, eingekesselt von Kalkwänden. Es war hier viel los, die letzte Bastion vor dem großen Ziel. Nice. Es war jetzt nur eine Halbtagestour und 500 Höhenmeter, aber ich bin komplett im Arsch. Und wir sind alle krank. Nepal! Wir sind jetzt hier auf dem Turong Basecamp angekommen. 4500 Meter hoch. Voll die Reggae-Bude hier am Laufen. Mit einer Südafrikanerin, die mit einem Nepalesen verheiratet ist. Das ist ein echt cooler Laden hier. Hätte man nicht gedacht. Jay macht jetzt noch eine kleine Akklimatisierungstour, weil er eben nicht am Tillich oben war. Benny, das ist so lala. Ich bin auch so lala. Alex schaut mich gerade sehr begeistert an. Ja, es wird eine harte Nummer. Wir starten morgen früh um 4 in der Nacht, in der Dunkelheit. Und müssen die 1000 Höhenmeter darauf zum Pass auf 5500 Meter raufgehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir es eventuell nicht schaffen. Aber wir versuchen es einfach. Wir haben jetzt hier nochmal die finalen Diskussionen wegen morgen. Wir sind alle etwas angespannt und sind uns auch einfach wirklich nicht sicher über den Erfolg des morgigen Tages. Wir reden hin und her, aber im Endeffekt ist es nur eine Frage der Philosophie jetzt, wie wir das morgen überstehen. Seit Mitternacht lag ich wach, unfähig zu schlafen, zu aufgeregt, es hinter mich zu bringen.
Minus 10 Grad Celsius brannten an den Fingern. Eine Stunde und 400 Höhenmeter in der Dunkelheit bis zum High Camp. Wie viel war es? 5 Uhr? 5:30 Uhr. Wir sind jetzt auf 4900 Meter. Fast so wie Tiliculek. Machen die erste Teepause hier im High Camp. Ich wollte es einfach nur schaffen, nicht wieder umkehren und hinter dem Pass endlich wieder mehr Luft haben. Nur das Ziel vor Augen, nur durchhalten, weitergehen. Außer Geröll, Staub, Wind und Schnee gab es hier nichts mehr. Eine bedrohliche Landschaft. Karg, gewaltig und eindrucksvoll. Wir sind im Teehaus angekommen. Tee, Hot Lemon. Ich kann nur sagen, ja, die Sonne ist jetzt da. Jetzt hoffentlich wird es endlich wärmer, weil Füße und Hände sind schon komplett abgefroren. Aber es ist so heftig, auch nur einen Meter bergauf zu gehen hier. Die Luft ist so dünn, man kriegt echt kaum Luft, man muss jedes Mal nach Luft ringen. Es ist echt abartig. Wir haben jetzt noch 2,5 Stunden vor uns. Der Weg voller schleichender, erschöpfter Wanderer bis zum Horizont. Jeder Höhenmeter eine Challenge. Wir machten Atempausen, alle 5 Minuten. Kaum zu glauben, dass wir mal singend auf 700 Höhenmeter loswanderten. Durch Dschungel und Flüsse im Schatten von Bergen, die jetzt weit unter uns lagen. Wir waren im Himalaya, ganz weit oben, höher als alles in Europa. So viel hatten wir gesehen und durchquert. Heute würde es enden. Fast ganz oben. Keine Kraft mehr im Körper, doch im Herzen das Glück. Wir werden all diese Orte vermissen. Doch sind sie ein Teil unserer gemeinsamen Geschichte geworden. Eine Geschichte, die ewig währt. Ein 6000er vor uns, der fast klein wirkte. Wir konnten den Pass schon fast schmecken. Und nach endloser, karger Landschaft dann endlich der Pass. Perfect, thanks. Okay, one moment, please. Ohne Scheiß, Leute, wir sind hier. Krieg was? Für den Preis. Ich will ihn gerade echt küssen. Das überlassen wir lieber unserem Bert. Das sind Ja, also klettverschlussartig. alles ekelhaft. Ja. Wir sind am höchsten Pass der fucking Welt. Wir sind am Torong La angekommen nach
wie viele Tagen? 12, 13, 14? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube 12 Tagen. Ja. So, voll geil. Wir sind auf 5450 Höhenmeter angekommen. Hier der Turung Peak. Hier der Benny. Hallo. Ja. Jetzt haben wir nur noch 3 Stunden Abstieg nach Muktinat. Und damit ist der Trail einfach geschafft. You know the high mountain, there's over 8,000. That mountain is called Dholagiri. Auf der anderen Seite tat sich eine neue Welt auf. Unerwartet, aber doch da. Neue Berge, neue Täler, ganz anders. Wir ahnten es schon. Die Strapazen waren hier noch lange nicht vorbei. Jetzt hieß es 1700 Höhenmeter Abstieg. Ja, bis ganz dort unten runter. Nach stundenlangem Abstieg brannten die Füße schließlich. Wie beeindruckend es war, plötzlich Muktinat wie eine verborgene Wüstenstadt unter unseren Füßen zu erblicken. Eine Klosterschule für Frauen. Muktinat gilt als Wallfahrtsort für die Hindus. Besonders viele Inder pilgerten hierher, zu dieser besonderen und heiligen Stätte. Morgen hieß es Abschied nehmen. Es ist endlich soweit. Nach vielen Tagen. Ein Bier. Du musst mittrinken. Wir haben uns jetzt, also mindestens 6 Tage haben wir uns jetzt vegetarisch ernährt und kein Bier getrunken. Die Zeiten sind vorbei. Kann man vertrauen, auch wenn man's abends nicht glaubt. Mama sagt auch, wenn man Augen mal schließt, geht die Sonne noch auf. Chillig. Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da, dann bin ich schon da. Ja, und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da und wart auf den Tag. Immer ein bisschen mehr als die anderen. Früher angefangen, wenn ich jetzt bitte wandern. Gib nicht viel, was ich nicht lernen kann.